Ja, hallo zusammen. Heute gibt es das zweite Video in der Reihe 10 Minuten Malerei. Bilder für Anfänger auf einem ganz kleinen Format. Ich glaube 12 x 18 ist es. Fast Postkartenformat, kann man wunderschön verwenden, wenn man eine Briefmarke drauf klebt als sehr persönlichen Postkartengruß oder für Einladungen oder einfach zum Spaß und zum Üben. Diese Malpappen, die gibt es im Fachgeschäft zu kaufen für ganz wenig Geld, für ein paar Cent. Also wenn das jetzt schief gehen sollte, ist das überhaupt kein Beinbruch. Ich muss mal gerade gucken, dass ich das so hinschiebe, dass ihr es auch sehen könnt. Und das Motiv ist ein Afrika-Motiv, wirklich ganz, ganz simpel mit einem ganz kleinen Trick, das werdet ihr dann gleich sehen. Ja, Farben, simpel deswegen auch, wenn wir ganz wenig Farben benötigen, nämlich nur 3 Farben: Cadmiumgelb, Cadmiumrot und Preußisch Blau. Und natürlich Weiß zum Aufhellen an einigen Stellen. Gut, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das so hinkriege, dass es aussieht, wie ich die Farben mische. Ich werde jetzt hier kaum Farben hier mischen, sondern das meiste hier direkt auf der Malpappe. Als Pinsel verwende ich einen Flachpinsel Nummer 10 und einen kleinen Spitzpinsel, Größe 1 ist der, könnte auch irgendeinen anderen nehmen, einen Nuller oder einen Zweier. Dann ganz wichtig, ich brauche Papier, Tücher. Und zwar nicht nur zum Abwischen, sondern für einen von diesen besagten Tricks. Dann braucht man natürlich auch noch Wasser. Und ich habe hier habe ich eine Giraffe reingemalt. Ich versuche jetzt gleich mal einen Elefanten reinzumalen, damit es halt ein bisschen abwechslungsreicher wird. So, wir fangen an, indem wir den Himmel zuerst gestalten. Dazu brauchen wir einen feuchten Pinsel, den tunke ich kurz in Wasser ein. So, und damit er aber nicht nass ist, wische ich ihn kurz auf dem Papiertuch ab. Gehe dann in die rote Farbe rein, in ein bisschen gelb, damit es eher in Richtung Orange geht, und gehe dann relativ schnell, feuchte das immer wieder an, von rechts nach links. Und jetzt soll es nach unten natürlich heller werden, das heißt, da mische ich dann einfach mehr Gelb dazu, noch mehr Gelb. Und jetzt kommt der Trick Nummer 1, ich möchte hier ungefähr eine Sonne haben. Die soll nicht genau in der Mitte sein, weil das Bild kompositorisch ein bisschen langweilig ist. Das heißt, ich werde die Sonne ungefähr hier hin machen, so eine aufgehende Sonne. Ja. Und ich male jetzt praktisch um diese Sonne herum. Gebe jetzt noch ein bisschen Weiß dazu, damit es noch heller wird. Denn um die Sonne herum logischerweise ist es sehr hell. Die überstrahlt alles. Da muss man gucken, dass wir diesen Strich jetzt hier wegmachen. Das macht ihr natürlich bei euch dann auch. So. Immer wieder feucht machen. So, dann kriegt man so einen richtig lebendigen afrikanischen Himmel. So, und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hier habe ich so einen Streifen drin zwischen 2 Farben, den möchte ich weghaben, dann nehmt ihr den Pinsel, macht den sauber, trocknet den nochmal ab und geht dann in kreuzförmigen Strichen zwischen, hier oben habe ich zum Beispiel so einen Strich, dann gehe ich in kreuzförmigen Strichen zwischen den 2 Farbstrichen, ganz sanft, fast ohne Druck, und vermischt die Farben jetzt. So, jetzt sieht man natürlich diese kreuzförmigen Striche hier noch. Dazu mache ich den Pinsel nochmal sauber, ja, und gehe jetzt mit dem Pinsel in dieser Haltung, der Pinsel wird, ich weiß nicht, was hält man eigentlich so, keine Ahnung, ein Handy vielleicht, und fast ohne Druck gehe ich jetzt von links nach rechts nochmal über das Bild drüber und siehe da, die x-förmigen Striche verschwinden. Und das funktioniert aber nur, wenn die Farbe vorher wirklich feucht war. So, auf dem Originalbild, das seht, das ist übrigens ein bisschen dunkler geraten, kann man ganz einfach regulieren, indem man hier oben noch ein bisschen Rot dazu gibt. Ja, mache ich wieder feucht. So, jetzt habe ich den Himmel oben auch dunkler, so wie sich das gehört. Ich arbeite immer mit relativ wenig Druck. Ja. Da sind dann ein paar Wolken drin, und diese Wolken, die füge ich ganz einfach ein, indem ich Preußisch Blau nehme
und viel Wasser. Oh, da war noch ein bisschen Rot dran. Das nochmal neu nehmen. Preußisch Blau. Wasser, nicht zu viel Wasser, aber so, dass das Preußisch Blau verdünnt wird. Und dann mache ich eine Pinselbewegung, die führe ich jetzt hier einmal im Trocknen vor. Ich setze den Pinsel so auf, führe den, drehe ihn um 90 Grad und lasse ihn auslaufen. Und damit kriege ich diese auslaufende Wolkenformation. Ja? Also nochmal aufsetzen, drehen, so. Geht natürlich auch von der anderen Seite, aufsetzen, drehen, schwupp. Und genau das machen wir jetzt hier. Fügen wir ein paar Wolken ein, aufsetzen, drehen, schwupp, fertig ist die Wolke. Das ist total einfach und sehr effektiv. Hier auch, aufsetzen, drehen, schwupp, fertig ist meine Wolke. Ich habe jetzt ein bisschen zu wenig Wasser genommen. Ich mache das nochmal. Super. So. Okay. Damit haben wir den Schritt also auch schon fertig. Und jetzt käme der Vordergrund dran. Der ist ja sehr, sehr dunkel. Warte, vorher machen wir noch was anderes. Wir werden erst die Sonne ausmalen und die Sonne malen wir jetzt in weiß nochmal aus, damit sie noch stärker leuchtet. Das war so eine Frage mehr auf Facebook. Da habe ich ein größeres Bild, das ich im gleichen Prinzip so gemalt habe. Da wurde ich gefragt, ja, wie kriegst du das hin, dass die Sonne so strahlt? Ganz einfach, indem ich vorher die Leinwand an der Stelle nicht male und dass ich den Kontrast zur Umgebung stark habe. Ne? Dadurch leuchtet das jetzt einfach viel mehr. Ich kann jetzt noch ein paar Wolken einfügen, dazu nehme ich einfach ein bisschen Rot, machen wir dann so eine pink-orange Farbe, ein bisschen orange, gebe noch mehr Weiß dazu. Also das müsst ihr jetzt nicht machen, aber ihr könnt es machen, dann könnt ihr hier zum Beispiel noch so andere Wolkenfarben noch einfügen. Aber wie gesagt, das muss man aber nicht machen. Ja? Das Bild gibt einiges her. So, jetzt habe ich das also fertig. Jetzt ist die nächste Frage, wie kriege ich denn jetzt diese dunkle Farbe hin? Aber ich sehe gerade, da muss ich noch ein bisschen tiefer hier, sonst habe ich nachher meinen Berg etwas zu hoch, meinen Hügel hier. So. Wie kriege ich die dunkle Farbe hin? Ich habe gar kein Schwarz. Die meisten von euch werden jetzt auf Preußisch Blau tippen, aber ihr seht hier, das Preußisch Blau deckt nur ganz schwach. Das heißt, dort wird der Untergrund weiterhin durchschimmern. Deswegen mache ich was anderes. Das habe ich auch in einem meiner anderen Videos erklärt beim Thema Farbtheorie. Ich nehme einfach mein Preußisch Blau, gebe dazu ein bisschen Rot dazu und kriege dann ganz dunkles Violett. Und zu diesem Violett gebe ich nochmal Gelb dazu. Und es ist halt so, wenn man alle drei Grundfarben miteinander mischt, Rot, Blau und Gelb, wenn man die mischt, dann kriegt man ein tiefes, dunkles Grau, fast ein Schwarz. Und das nehme ich jetzt hier für hier unten her. Ja? Und ihr seht, die Farbe ist richtig gut deckend. Ich habe ein bisschen zu wenig angemischt, können hier einfach mehr machen. So, und jetzt habe ich wieder dieses fast schwarz, aber das ist halt kein richtiges Schwarz, weil ich nicht vollständig gemischt habe und deswegen der Vordergrund eben nicht einheitlich schwarz aussieht, sondern eher so lebendig mit vielen verschiedenen Farben drin. Zum Teil ein bisschen violett, zum Teil ein bisschen bläulich. Ich kann es auch nachträglich nochmal hier einfügen, ne, kann die Farben auch nochmal ändern. So, und füge das jetzt hier so ein. Nochmal was anmischen, war immer noch zu wenig. Ich brauche ja gleich auch noch was für die Bäume. Die meisten Leute sind immer irritiert, wenn man da jetzt Gelb dazu mischt, aber damit kriegt man dann halt erst diesen dunklen Farbton. So, jetzt haben wir wirklich genügend Farbe. Ihr seht auch, dass ich hier die Formation so nach innen laufen lasse und nicht so einen geraden Strich mache, weil ich finde, das führt das Auge nochmal zum Zentrum von den Bildern. Das ist ja eindeutig die Sonne. So. Die Grashalme, die ich hier habe, hier im Bild, ne, diese kleinen Grashalme, die erreiche ich euch einfach, indem ich da halt mit der Kante von dem Flachpinsel halt so ein bisschen
auftippe, das kann ich unterschiedlich hoch machen. Ne? Oder ich kann auch, wenn der Pinsel sehr trocken ist, kann ich auch in die Farbe reingehen und kann so machen, also hochflitschen lassen. Finde ich aber nicht so effektiv, also ich finde es so ein bisschen besser. So. Wollte ja auch gar nicht so viel, es soll nur so eine Andeutung von dem Gras da sein. Wo das natürlich besonders wichtig ist da vor der Sonne. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu den Bäumen. Die Bäume, die habe ich ganz einfach mit dem Flachpinsel gemacht. Den Flachpinsel mit Farbe beladen, dann ist in der Regel zu viel dran. Deswegen nehme ich dann das Papiertuch und führe den Pinsel einmal durch das Tuch durch und gehe dann nochmal in die Farbe rein, aber drehe den Pinsel immer wieder durch die Farbe durch und er behält seine spitze Form da. Ja? So, und damit kann ich jetzt einfach, indem ich das hier auftupfe, seht ihr, erreiche ich sofort so kleine Ästchen. So, und jetzt haben diese Afrikabäume, die sind in der Regel nicht sehr hoch und gehen relativ schnell in die Breite, so dass ich also hier einfach nur so ein paar Ästchen andeute. Ich kann einfach nur einen Teil von dem Pinsel nehmen, ja, kann damit kurze Äste andeuten. Ich möchte das mindestens 2 Bäumchen haben, vielleicht sogar 3. Wenn ich breiter haben will, dann tupfe ich einfach ein paar Mal nebeneinander. Ja. So. Die Äste sind nicht so wichtig, nur unten die Stämme, die sind wirklich wichtig. Sondern mache ich nur einen hier davor, vor der Sonne. Total wichtig, damit das Bild dann noch ein bisschen mehr Spannung kriegt. So. Okay. Ja, damit ist das Bild eigentlich schon fast fertig, weil jetzt kommen die Baumwipfel und dafür brauche ich keinen Pinsel, sondern ich brauche nur ein Stück Papier. Dann nehmt ihr euch einfach so ein Stück Papier, so ein normales Papier, ich glaube, es ist ein bisschen zu klein. So, ja. Und dann macht ihr das so zusammen. Und jetzt, das habe ich rausgefunden durch Zufall, als ich meine Palette sauber gemacht habe und so viel Farbe nur dran hatte an dem Papiertuch und das einfach aufgetupft habe. Genau das machen wir jetzt. Also ich tupfe jetzt in die dunkle Farbe rein. Ihr könnt es dann auch richtig krass ein bisschen blau nehmen oder ein bisschen rot. Das ist euch ganz überlassen. Und damit tupfe ich jetzt hier ganz einfach auf. Ich zeige es euch nur einmal, weil ihr es wahrscheinlich gar nicht glauben wollt. Hier. Seht ihr? Man kriegt ganz automatisch hier diese Strukturen, die man halt so in einem Baum hat. Oh, da ist ein bisschen Papier, das muss weg. So. Fertig sind die Bäume. Schneller geht es gar nicht. So, und ich möchte dann ein bisschen Dramatik drin haben, deswegen bringe ich hier auf der rechten Seite auch noch einen Baum. Jetzt ist mir das insgesamt nicht dunkel genug, das heißt, ich mische mir jetzt hier nochmal so eine dunkle Farbe an. Ich möchte es vor allen Dingen in der Basis noch ein bisschen dunkler haben. So, und ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr simpel und unglaublich effektiv. Eigentlich ist das Bild jetzt schon so, wie es ist, fertig. Ne? Also diesmal wirklich echte 10 Minuten. Was uns jetzt fehlt, ist natürlich nur so ein kleines Highlight. Und da habe ich ja beim ersten Mal hier eine Giraffe verwendet. Ja? Dieses Mal möchte ich einen Elefanten einfügen. Ich füge den relativ nah zur Sonne rein, weil der Blick zur Sonne halt hingeleitet wird. Das ist das Wichtigste an unserem Bild. Und bei so Figuren, also ich nehme da jetzt einfach wieder diese dunkle Farbe, die ich da schon angemischt habe, ein bisschen Rot noch dabei. So. Bei solchen Figuren ist es ganz wichtig, dass er nicht so ins Detail geht, sondern dass er wirklich nur die groben Umrisse halt macht. Ne? Also da mache ich dann halt hier so ein Rüssel. So. Hier dürfte ungefähr der Stoßsand sein, dann ist hier die Hauptkörpermasse, so, zack. Und dann geht es von dem Rüssel in so einem Bogen zum Bein rüber. Ja?
und der Körper, der fällt relativ stark nach hinten ab und am Popo ist er so rund. So. Und der Oberkörper, also der Bauch, fällt auch ziemlich drastisch nach hinten ab. So. Machen wir hier hinten noch ein kleines Schwänzchen dran. Und fertig ist der Elefant. So, das ist jetzt nicht hohe Kunst, ja? Das soll es auch gar nicht sein. Das ist eine kleine Fingerübung für die Technik Nasse Nass hier oben. Ne? Und hier kann man eben nur die Ohren so ein bisschen andeuten, vielleicht kommen die hier so gerade so drüber. So, fertig ist der Elefant, fertig ist das kleine Bildchen. Ja? So, wenn ihr jetzt nur wollt, könnt ihr natürlich, also das mache ich halt ganz gerne, ich denke dann immer, oh, die Farbe ist ein bisschen langweilig, ich kann ja noch ein bisschen mehr reinpeppen. Dann nehme ich mir halt einfach mein zerknülltes Papier, gehe jetzt mehr in das Rot rein, mische mir dann nur so ein dunkles Rot an und dann kann ich hier vorne nur so ganz leicht so ein paar rote, so ein bisschen Rot reinbringen, weil das zum Teil auch von der Sonne so Reflexionen sein können. Ne? So, jetzt sehe ich gerade nur, ich mache das nur ein bisschen spannender. Oh, jetzt ist da eine Farbe am Pinsel. Damit zum Beispiel die Sonne jetzt nur dramatischer wirkt, kann man da halt mit so einer orangen-pinken Farbe, vielleicht ein bisschen mehr Gelb noch, kann man mit so einer Farbe hier nur in den Sonnenkörper rein so Wolken andeuten. Ja? So, fertig. Und da möchte ich gerne, dass er zwischen den Beinen ein bisschen gerader, dass man nur klar hat, dass das zwei Beine sind und da hinten der Kopf ist mal ein bisschen verrutscht. Kann ich alles hier ein bisschen hoch geworden, der Elefant. Kann man aber ganz einfach justieren. So. Ja, fertig ist unser kleines Bildchen, fast fertig, weil diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich nicht aufhören kann da oben. Das gefällt mir jetzt gar nicht. So, jetzt bin ich zufrieden. Okay, und ihr seht, ist ein ganz einfaches und simples Bild und sehr schön für Anfänger nachzumachen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und ich werde mir weiterhin so kleine Sachen für euch einfallen lassen, damit auch wirklich die totalen Anfänger von euch relativ schnell einen Erfolg sehen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!